Was stellt man sich unter einer Jawline-Korrektur vor? Das ist eigentlich die Kinnlinie, die Jugend darstellt. Und wenn der Knochen hier gut sichtbar ist und nicht schon diese Bäckchen kommen, ist ein Zeichen für Jugend und für Frischheit. Die Jawline-Korrektur machen wir sehr viel. Warum? Weil wir eben dadurch ein jugendliches Gesicht zaubern können. Man verwendet hierfür in der Regel Filler, Füllmaterialien. Man kann das mit Hyaluronsäure machen, man kann das mit Hydroxylapatit machen oder eben auch mit Eigenfett, um wieder eine markante Gesichtskontur herzustellen. Zusätzlich verwenden wir auch Botulinumtoxin, um Muskelgruppen, wie zum Beispiel Patienten, die Zähne knirschen und dadurch ein sehr breites Gesicht hier bekommen haben, um das wieder zu verschmälern und dann aber hier wieder eine Kontur herzustellen. Die Ergebnisse, die wir mit dieser Hyaluronsäurebehandlung oder Hydroxylapatit oder auch Eigenfett sind sehr, sehr gut und nachvollziehbar. Der Ablauf einer Jawline-Behandlung sieht so aus, dass der Patient kommt, wir sprechen über das Problem und können dann die richtigen Schritte einleiten. Man kann das aber auch nicht nur mit Hyaluronsäure oder Füllmaterialien machen, also Hyaluronsäure, Eigenfett, Hydroxylapatit, sondern man kann die Jawline auch ganz gut mit Fäden etwas anheben, also mit Widerhaken, Fäden, um diese ein bisschen zu straffen. Das funktioniert auch. Alles sind ambulante Eingriffe in örtlicher Betäubung, wo der Patient kommt und gleich wieder nach Hause gehen kann. Behandlungsdauer einer Jawline ist sehr unterschiedlich. Wenn ich Fertigprodukte nehme, Hydroxylapatit, Hyaluronsäure, dauert die Behandlung ca. 20 Minuten. Wenn ich mit Eigenfett arbeite, also im OP, einen operativen Eingriff, bin ich bei 1,5 Stunden und wenn ich Fäden verwende, ca. eine halbe Stunde. Die Nachbehandlung einer Jawline-Korrektur richtet sich nach dem, was man gemacht hat. Nach einem Eigenfett darf man zum Beispiel eine Woche keinen Sport machen. Nach Hyaluronsäure, Hydroxylapatit sollte man ungefähr 3 Tage keinen Sport machen. Und nach Fäden sollte man auch so 7 bis 10 Tage keinen Sport machen, um das Ergebnis nicht zu gefährden. Kühlen darf man bei allen Varianten bis auf Eigenfett. Und sonst bei den Fäden muss man noch darauf achten, dass man nicht sehr weit den Mund aufmacht, um einfach das Ergebnis nicht zu gefährden und dass die Fäden, die Widerhaken nicht ausreißen. Gesellschaftsfähig ist man in der Regel bei den Hyaluronsäurebehandlungen, Eigenfett, Hydroxylapatit sofort. Bei den Fäden kann man ungefähr 5 Tage rechnen, dass man ausfällt. Die Dauer des Behandlungserfolges hängt davon ab, was wir verwendet haben. Bei Fäden sind es ungefähr 8 bis 12 Monate, Hyaluronsäure ungefähr 6 Monate, Hydroxylapatit ungefähr 1 Jahr. Und bei Eigenfett, das was angegangen ist, was wir so nach 3 Monaten Endergebnis haben, das hält eigentlich für immer, bis der Alterungsprozess wieder einsetzt. Und den sehen wir ganz extrem alle 7 Jahre. Eine Jawline-Behandlung fängt bei 400 € an und geht bis 1.500 € netto.